Ja, hallo liebe Freunde zu einem Film. Ich war jetzt mal 2 Wochen im Urlaub. Ich glaube, das habt ihr gar nicht gemerkt. Ich habe mich richtig gut erholt. Und für die das interessiert, meine Stimme ist jetzt auch viel, viel besser. Das ist bei mir einfach eine Stressgeschichte gewesen, weil ich habe so viele Filme gemacht und das ist aber doch stressig und anstrengend und dann ist das halt eben so gegangen. Also kaputt ist da bei mir gar nichts. Jetzt bin ich so richtig gut erholt und wir haben jetzt so als Start einfach mal einen richtig tollen Wagen rausgeholt. Wir haben nämlich jetzt einen BMW 507 Roadster bekommen. Das ist eine absolute Rarität. Das ist der BMW überhaupt, den man haben kann. Der Wagen ist von 1957, 58. Die Autos sind ja nur 3 Jahre lang gebaut worden und sind 1955 damals vorgestellt worden. War international überhaupt der Auftritt, obwohl seinerzeit BMW mit dem Auto nicht allzu viel Erfolg gehabt hat. Aber das ist heute, weil der so selten ist. Also es gibt nur 254 Autos, die gebaut wurden. Und man geht davon aus, dass es vielleicht noch 220 überhaupt gibt. Die sind extrem teuer, extrem gesucht. Und wenn sowas mal an den Markt kommt, in der Regel gleich verkauft. Wir haben jetzt so einen, der Wagen hat eine ganz irre Geschichte, erzähle ich euch gleich mehr. Jetzt fahren wir mal ein bisschen, weil das ist für mich auch sehr selten, dass ich so ein Auto mal wieder verkaufen kann. Also, los geht's. Ja, der BMW 507 war ja seinerzeit der direkte Gegenspieler zum 300 SL. Und als man den Roadster damals vorgestellt hat, gab es einen 300 SL Roadster noch gar nicht. Der ist ja erst ab 1957 rausgekommen. Da war damals also BMW 2 Jahre früher dran. Aber der 300 SL und dieses Auto sind vom Charakter absolut grundverschieden. Also ein 300 SL Roadster, das ist so ein richtiges Tier. Der ist auch anders gebaut als ein 507. Der fährt sich hier kommod, elegant, bequem. 300 SL ist ein richtiger, reinrassiger Supersportwagen. Und er hat, das merkt man auch in den Leistungsdaten. 300 SL hat etwas über 200 PS mit 6 Zylindern. Er hier hat 8 Zylinder, hat aber nur 150 PS und ist auch noch 200 Stundenkilometer schnell gewesen. Was aber auch, weiß Gott, reicht, was ja schnell genug ist für so einen Wagen in der Zeit. Und ein 300 SL fuhr damals annähernd 250 Sachen und war damals das Erfolgsauto von Mercedes. Also die haben vom 300 SL Roadster 1800 Fahrzeuge gebaut. Ich rede immer vom offenen Auto, wohingegen man dann damals von dem Wagen einfach nur 250 Stück abgesetzt hat. Und als der 300 SL so richtig losging, diese Erfolgsgeschichte, hat man hier schon wieder aufgehört. Also August 59 ist der letzte 507 gebaut worden. Aber das ist der Grund, weshalb diese Autos heute alle exorbitant teuer sind. Ein Auto kostet heute, ich sag mal, unter 2 Millionen gibt es keinen. Und der teuerste, der weitergegangen ist von Surtees, der Wagen für 3,8 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich glaube nicht, dass diese Preise runtergehen. Ganz einfach, weil das Auto absolut selten ist und auch selten bleibt damit. Ja, vom BMW 507 habe ich schon sehr viele Autos verkauft. Ich sag mal über 10% der Produktion. Ich schätze mal 30, 35 Fahrzeuge. Es gab mal jemanden, der wollte eine 507-Sammlung haben, der hat bei mir alleine 20 Fahrzeuge gekauft. Und dadurch haben wir natürlich noch die ganzen Fahrgestellnummern heute und wir wissen, wo sich welches Auto hinbewegt hat. Also mein BMW 507 sind immer sehr stark und ich kenne die Autos wirklich gut, weil ich davon sehr, sehr viele hatte und sehr, sehr viele gefahren bin. Also was an dem Auto hier auffällt ist, ich habe mich ja mit dem Besitzer unterhalten. Er hat das Auto über 40 Jahre besitzt. Der Wagen ist nicht bekannt am Markt und der ist mal in Thailand gefunden worden. Also es ist völlig verrückt. Der Wagen hat hinten noch Thailand-Nummern und er sagte mir heute, er sagte, wissen Sie, Herr Lufschitz, wenn ich geahnt hätte, ich fand das damals einfach toll, wenn ein Auto neuen Lack hat und so, aber der Wagen, der muss relativ wenig gelaufen haben, ist nie bei irgendwelchen Salzsituationen bewegt worden. Das heißt, das ist alles noch authentisch. Er sagte, ich hätte nie das originale Leder und die ganzen originalen Details, Karosse und so überhaupt mal restaurieren lassen. Er hätte mal alles lassen müssen. Er war so gut und das merke ich hier. Schaut euch mal hier vorne diese Abdeckblende an, die ist neuwertig. Genau das gleiche hier, das Becker Mexico Radio ist neuwertig. Wenn ihr euch die 507 Armaturen mal anguckt, die sind in einem Top-Zustand. Die gehen ja bis 240 Stundenkilometer. 200 Stundenkilometer war er schnell mit seinen 8 Zylindern. Also das ist alles in einem hervorragenden Zustand. Auch das Lenkrad, schaut euch mal das originale Lenkrad an. Das ist tipptopp in Ordnung. Oh, coole Hupe. Dann hat er hier die 4-Gang-Mittelschaltung, könnt ihr hier vorne sehen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die nicht richtig eingestellt ist. Das ist mir beim Fahren aufgefallen. Oder hier der in der Mittelkonsole positionierte Aschenbecher.
Also die ganzen Details an dem Auto sind in einem absolut klasse Zustand. Auch der Rückspiegel hier oben hat einen sehr, sehr guten Zustand. Das sei vielleicht mal erwähnt, also ein BMW 507 ist problematisch, und zwar die Karosserie ist ja aus Aluminium, und es gibt aber viele Stellen, wo normales Metall auf Aluminium trifft, und dann korrodieren die Autos. Man muss beim 507 immer ganz genau gucken, der muss wirklich top restauriert sein oder super original, und da darf nie irgendwie groß Salz oder was dran gekommen sein, dann sind die Autos gut. Ansonsten müsst ihr so einen Wagen komplett restaurieren, und ich sag mal, da reicht eine halbe Million nicht. Auf der anderen Seite sind die mittlerweile so teuer, die Autos. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, vor 25 Jahren, da haben wir so ein Auto gehabt für 160.000 Mark und keiner wollte das Auto haben. Die Zeiten haben sich komplett verändert. Die Firma BMW macht ja heute eine sehr gute Markenpolitik, und das ist einfach das Spitzenprodukt, der seltenste und der interessanteste und der schönste überhaupt der Fahrzeuge, die sie überhaupt gebaut haben. Und ich sage mal, 250 Autos, die gebaut wurden, 220 gibt es noch, das ist natürlich ein Wort. Deswegen sind diese Autos so teuer. Da gab es auch keine Sonderserien. Es gab Serie 1 und Serie 2. Serie 2 war der spätere Baujahr 57, da war ein bisschen mehr Platz. Serie 1 sieht hinten mit dem Deckel ein bisschen schöner aus, ganz einfach deshalb, weil da ist noch ein eingelassenes Metallteil. Aber in diesem hier ist einfach mehr Platz. Und man sitzt hier sehr gemütlich drin, er lenkt sich auch sehr leicht. Das ganze Auto wiegt ja wegen Aluminium nur 1,3 Tonnen, das ist nicht viel. 300 SL war ein bisschen schwerer, hat aber dann auch die etwas stärkere Maschine gehabt. Also ein 507 ist wirklich was Besonderes, und der Wagen gilt als absolute Stilikone. Ist ja ein Entwurf gewesen von Graf Görz. Der lebte seinerzeit in New York, und da hat sich dann der Importeur und der Graf Görz zusammengesetzt, haben gesagt, pass mal auf, wir brauchen von der Marke BMW mal ein richtig tolles Auto. Dann haben sie einen 507 designt, gezeichnet, entwickelt, entworfen. Der kam dann 1955 raus, aber interessanterweise hat er also nur sehr, sehr geringe Verkaufszahlen gehabt, und die meisten Autos sind gegangen nach Deutschland, Frankreich und Italien. Ja, laufen tut er sehr schön. Ich höre das auch am Motor, dieser schöne 8-Zylinder-Sound. Auto ist sicherlich in einem sehr, sehr guten Zustand. Der hat mal einen neuen Lack bekommen. Technisch muss hier mal so ein bisschen drüber geschaut werden. Das werde ich mit dem Eigentümer besprechen, aber das sind, glaube ich, alles nur Einstellungssachen. Aber der gesamte Pflegezustand von dem Auto, der ist wirklich toll. Ja, also ich kann schon mal sagen, es ist für meine Begriffe ein sehr, sehr gutes Auto. Er hat auch ganz tolle Karosseriespaltmaße, woran man sieht, dass der muss super original gewesen sein. Der Besitzer macht in Thailand Urlaub, das muss man sich mal vorstellen, in den 80er Jahren, und stolpert über den Wagen, sieht den unter ein Paletot und kauft das Auto, macht das klar. Und die original thailändischen Nummern, die haben wir noch. Also ich denke mal, das dürfte einer der, und wenn überhaupt der Einzige sein, der daherkommt. Und der kann nicht viel gelaufen haben. Also auf dem Tacho stehen 77.000 Kilometer, und die glaube ich dem Auto hier. Wir können es noch nicht ganz belegen, wir müssen bei ein paar Dingen noch recherchieren. Ja, wir haben für euch das Auto jetzt extra mal auf diese wunderschöne grüne Wiese gefahren, hier vor der Kapelle. Schaut euch mal an, was das ein Bild von einem Auto ist. Also erstmal sehr charakteristisch ist diese tolle, langgezogene Kotflügelform bis vorne hin. Dadurch ist der Wagen von innen, wenn man ihn fährt, sehr, sehr übersichtlich, weil man das sehr gut bis dahin verfolgen kann. Dann hat er hier original die Zentralverschlussfelgen, und an all diesen Details kann man erkennen bei dem Auto, dass der Zustand exzellent ist. Also ich sag mal, der muss damals, als er ihn vor über 40 Jahren gekauft hat, schon in diesem wirklich guten Zustand gewesen sein. Und leider hat er ihn dann lackiert, aber schaut euch mal an, was der für ein tolles Karosseriespaltmaß hat. Schaut mal hier. Das ist aber erste Klasse bei dem Auto. Auch hier vorne, auch wie die Türen sitzen, ist oft ein Problem beim BMW 503 oder 507, dass das alles nicht sitzt. Aber das sitzt hier wirklich absolut hervorragend. Karosserie, wie gesagt, komplett aus Aluminium. Dann auch der Fensterrahmen befindet sich in einem exzellenten Zustand. Und das ist alles das Originale noch. Auch hier der gesamte Chrom am Auto. Schaut mal, wie hier die Türen sitzen. So gehört ein Top-Spaltmaß beim BMW 507. Das sind übrigens die ganz charakteristischen Türgriffe. Man drückte drauf und zog dann so das auf. Ja, elektrische Fensterheber gab es damals nicht, ABS und Airbag eben auch nicht. Das war Autofahren noch pur mit einer Viergangschaltung. Übrigens hat die 8-Zylinder-Maschine einen Hubraum von 3,2 Litern von 3200 Kubik. Das ist seinerzeit im BMW
502 in der Limousine gebaut worden. Hat auch den gleichen Rahmen, aber ist halt ein echter 507 mit 150 PS und deswegen absolutes Highlight. Tankdeckel ist hier hinten, er hat ungefähr einen 70 bis 80 Liter Tank, da vorne könnt ihr das sehen. Und das Besondere an dem Auto ist halt eben die Zulassung. Schaut mal hier, das ist ein original altes thailändisches Nummernschild aus der Zeit. Also das dürfte der einzige BMW 507 sein, der das überhaupt hat. Hier ist der originale Griff hinten für den Kofferraum, den mache ich euch gleich mal auf. Schaut mal hier, schaut da mal rein. Teppich hat er auch neu bekommen. Das ist nicht die Originalware, die da eigentlich reingehört. Das hat man so gemacht. Ich meine, die Originalware gibt es noch. Also wer das Auto bis ins letzte Detail authentisch wieder machen will, der kann das machen. Ich glaube, hier müssen ein paar tausend Euro Einstellungsarbeiten in die Technik. Das schätze ich mal so ungefähr. Der schaltet nicht 100% richtig. Dann habe ich gemerkt, dass die Bremsen nicht ganz richtig sind. Aber ich sage mal, der Eigentümer ist doch relativ, ja, sagen wir mal, etwas älter und der ist nicht mehr so viel gefahren. Der hat das als Schmuckstück in seiner Garage gehabt, die im Haus war. Also wunderschön, sagt der Luftschützer, freue ich mich jeden Tag dran, wenn ich das Auto sehe. Was übrigens auch nicht ganz authentisch ist, ist hier das 507-Zeichen. Gehört natürlich da nicht drauf, aber es klebt hinten drauf. Das hat er sich vor Jahrzehnten mal dran gemacht. Und man kann hier auch sehr gut sehen, Stoßstangen, auch neuwertiger Zustand. Also das Auto hat ganz, ganz viele Details, wo ich sagen muss, habe ich so selten gesehen beim 507. Das ist ja in dem Sinne keine Komplettrestaurierung. Der muss eine ganz, ganz tolle Originalsubstanz gehabt haben, wie er das Auto seinerzeit in Thailand gefunden hat. Ja, und schaut euch mal diese Linien an von dem Auto. Also die Linien finde ich einfach fantastisch. Und das ist ein Design, was es ja so nie wieder gegeben hat. Und deswegen ist dieser Wagen auch so, ja, extrem teuer. Und dadurch, dass es nur 250, das heißt heute ja sogar nur noch 220 Fahrzeuge gibt davon, werden da die Preise sicherlich nicht nach unten gehen. Also ein 300 SL, der ist einmal 1800 Mal gebaut worden und dann gab es zusätzlich noch 1450 Flügeltürer, also über 3000 und davon nur 250, 220 gibt es heute ungefähr noch. Also das hier, top sicheres, top spannendes Auto und der Zustand hier, den finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also gefällt mir total. Ich mache euch jetzt mal die Haube auf. Da ist links an der Seite der Hebel zu ziehen. Dann gucken wir da mal drunter, wie das aussieht. So, hier die beiden Vergaser, die 150 PS gebracht haben mit der V8-Maschine. Was nicht original gehört, das sind die Deckel hier vorne, die hat er verchromen lassen, aber hat noch ein anderes Auto, hat das auch gemacht. Das hat ihm gefallen, das war in den 80er Jahren innen. Das kann man auch wieder zurückrüsten, aber alles andere ist authentisch und top. Fahrgestellnummer haben wir geprüft, die ist richtig. Wir bekommen aber zur Historie noch mehr Unterlagen, die sind jetzt noch nicht mitgeliefert worden. Deswegen können wir jetzt im Moment noch nicht alles sagen. Aber das ist ein sehr, sehr authentisches Auto. Ein Wagen, der über 40 Jahre Besitz ist, muss man erst mal finden. Und die werden gehandelt zwischen 2 und 2,5 Millionen. Dazwischen liegt er und ich finde ihn auch preislich interessant, weil er wirklich gut ist. So diese ganzen Details, die Gitter hier vorne, der schöne Fensterrohrrahmen, die originalen Scheibenwischer. Also es befindet sich alles in einem wirklich guten Zustand. Oft sind die Autos ja später aus 5. oder 6. Hand runtergeritten gewesen. Vieles war dann völlig kaputt, ist dann immer wieder verschlimmbessert worden, bis man am Ende gar nicht mehr wusste, was das eigentlich ist. Dann musste man so einen Wagen komplett restaurieren und dann hat man so ein ganz chemisches Auto. Und das ist eben hier nicht der Fall. Der hat zwar neues Interieur bekommen und hat auch einen neuen Lack bekommen, aber sonst, man merkt, da unten drunter ist ein ganz tolles, authentisches, originales Auto. Und das gefällt mir an dem Wagen. Ich habe das auch an der Maschine eben gemerkt, der läuft klasse. Ja, BMW 507 von 57 oder 58? Ich glaube 57, ne? Von 1957, August 59 war Ende. Haben wir jetzt bei uns im Beuerberg stehen, haben wir gerade bekommen. Und das ist sicherlich ein Highlight. Und wer ein wirklich gutes Auto haben will, dann noch zudem mit der thailändischen Geschichte, das dürfte so ziemlich einmalig sein, der sollte zugreifen. Was er übrigens noch hat, ist das originale Hardtop. Das haben wir jetzt nicht gezeigt. Das ist das Blechdach dazu, das hat das Auto auch. Ist also vorhanden und gehört damit zum Kaufumfang, genauso natürlich wie die Zentralverschlüsse, die relativ selten sind auf dem 507. Gab es ja auch mit Radkappen, mit Raddeckeln, das hat der hier nicht. Tja, ein Bild von einem Auto, wie ich meine. Schöner Wagen.
Ja, BMW 507 schaltet sich auch sehr, sehr weich. Wie gesagt, da ist zwischen einem 300 SL und einem BMW 507 ein Riesenunterschied. Der fährt sehr elegant, sehr, sehr kommod, dieses Auto hier, sehr entspannt auch das Auto. Ein 300 SL, das ist wie so ein Tier, den muss man richtig festhalten. Man fährt den Wagen ja auch nicht groß mit Drehzahlen. Der dreht ja hier bis 5.500 Touren, aber mit der V8-Maschine macht man das nicht. Den fährt man elegant über Drehmoment. Das liegt, glaube ich, bei knapp 300 bei dem Auto, was eigentlich ganz ordentlich ist. Und man kann den wirklich genießen, weil man auch toll sitzt, nicht? Also man hat eine tolle Rundumsicht, man hat eine relativ steil stehende Frontscheibe, die sehr elegant ist. Man hat einen tollen Überblick über das ganze Auto und man kann alle 4 Ecken vom Auto gut sehen. Also sehr, sehr übersichtlich. Was mich überrascht, trotz der V8-Maschine, er ist sehr leicht auf der Vorderachse. Er hat ein schönes, großes Lenkrad, also ist auch für eine Frau sehr gut zu handhaben, zu bewegen, sehr, sehr leicht. Ja, und alles schön VDO-Instrumente, wie das damals war, kann man hier vorne sehen. VDO war ja damals der große Tachometerhersteller in der Nähe von Frankfurt. Ja, und hier kann man noch sehen, also bis 145 ging der 3. Gang, dann der 4. Also wenn man den richtig scharf gefahren ist, ist er 200 Stundenkilometer schnell gewesen. Aber das ist so ein Auto mit dem 300 SL, möchte man das mal, weil der so gierig ab 4.000 losgeht beim 300 SL Roadster. Hier möchte man das nicht. Das ist ein Auto zum Cruisen, zum Genießen. Ja, das war ein ganz großer Wurf der 50er Jahre der BMW und ich glaube, so einen großen Wurf hat es bei BMW nie wieder gegeben. Und das war ja leider auch schon, weil sie die relativ schlecht verkauft haben, sehr wenig 1959 schon zu Ende und BMW hat in den 50er Jahren große Schwierigkeiten gehabt. Der Laden wäre damals fast pleite gegangen. Und erst als sie dann kleinere Autos gebaut haben, BMW 700, BMW Zeta, später auch die 1500er BMW, dann hat sich BMW langsam gefangen. Die waren lange Jahre Übernahmekandidat, aber dadurch, dass natürlich die Autos zu der Zeit sehr selten sind, sind die heute natürlich auch extrem viel wert. Wenn man sich mal überlegt, ein BMW 503 oder sowas hat ja fast so viel wie ein 300 SL gekostet. 503 Coupé auch, war einfach ein Haufen Geld zu der Zeit. Da gab es damals ein Reihenhaus dafür. Auf der anderen Seite, so ein Wagen kostet heute 2 Millionen und mehr, dafür kann man sich wirklich eine Villa leisten. Aber wenn man das also verfolgt, die letzten 20 Jahre, was die Autos im Wert hochgegangen sind, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das anhalten wird. Weil im Moment auch diese ganze lästige Diskussion mit Verbrenner verbieten und ich weiß nicht was alles, das wird mit der Zeit dann auch irgendwann erledigt sein. Da werden sich andere Lösungen finden. Und da werden solche Autos weiterhin en vogue sein. Und ich glaube, die werden mit den Jahren Möglichkeiten finden, dass man so einen Wagen völlig klimaneutral betreiben kann. Es bleiben aber immer noch Ikonen des Automobilbaus. Und der Automobilbau hat einfach den Leuten Freiheit ins Leben gebracht. Eine Freiheit der Beweglichkeit, dann natürlich auch diese Freude an so einem Auto. Und das wird bleiben. Die Leute wollen sich das nicht verbieten lassen. Man wird sicherlich Umwelttechnologien entwickeln, damit sowas Schönes erhalten bleibt auf den Straßen, dass man das auch weiter fahren kann. Da bin ich 100% sicher. Dafür haben wir auch beispielsweise zum Beispiel auf unseren Kanälen viel zu viele Fans, Leute, die das einfach toll finden. Die Begeisterung ist da. Und nur weil es jetzt im Moment mal so eine politische Nuance gibt, das wird auch wieder vorbei sein. Sowas vergeht wieder. Und da werden die Menschen sich überlegen, wie können sie das technisch alles gut lösen, damit der Planet weiterhin gut erhalten bleibt. Und auf dem Wege sind wir auch. Und da werden solche Autos weiterhin eine Rolle spielen. Das werdet ihr sehen. Bin ich 100% sicher. Denn sonst müssten ja die Preise von solchen Autos sofort fallen. Und das ist eben absolut nicht der Fall. Es gab jetzt in Pebble Beach gerade wieder große Auktionen. Da sind ganz bedeutende Autos für ein Riesengeld weitergegangen. Das heißt, weltweit glaubt man dran. Und Deutschland alleine ist ja nicht nur der Markt. Also wir machen mittlerweile auch über 50% internationales Geschäft. Nicht, vor allen Dingen auch durch YouTube, durch unseren Kanal. Und weltweit ist die Begeisterung da. Und das wird sich auch wegen Deutschland gar nicht ändern. Ja, ihr seht, wir sind guter Dinge. Ich bin heute auch ziemlich entspannt, weil ich ja gerade aus dem Urlaub wiedergekommen bin. Habe mich auch wirklich gefreut jetzt wieder auf meinen ersten Film. Wir werden morgen weitermachen. Wir haben einen ganz tollen 300 SL bekommen mit Original-Ratschverschlüssen, was ganz, ganz selten ist. Da sind nur 27 Autos von gebaut worden. Wir haben einen authentischen. Und das Tolle ist, der Wagen hat eine Erstauslieferung nach Kuba, aber morgen dazu dann mehr. Also wirklich ein absolutes Highlight. Ich glaube sogar, ich weiß, wer das Auto zurückgeholt hat aus Kuba. Das ist ein alter Bekannter von mir, ein guter Freund gewesen. Ja, das war jetzt unser BMW 507. Ein wirkliches Highlight, also wie ich auch sagen muss, ein sehr, sehr elegantes Auto, wunderschön der Wagen.
Man kann gut drin sitzen, man hat Platz drin, also auch Leute, die 1,90 Meter sind, noch größer als ich damit, können hier herrlich sitzen in so einem Wagen. Ja, BMW 507, da wo er hingehört, heute gezeigt wieder mal in Oberbayern. Er ist ja hier produziert worden in München, also in München, das heißt hier in Bayern. Das ist seine Heimat, Bayerische Motorenwerke. Und wir tun zumindest alles, dass solche Autos weiter erhalten bleiben, dass man sie auch kaufen kann und sie werden gekauft. Das ist viel Freude für viele Leute. Ja, da ist Beuerberg. Da wird er jetzt noch mal schön aufgearbeitet, bisschen an der Technik geguckt. Das sind aber, denke ich, nur Kleinigkeiten. Und dann könnt ihr euch das Auto hier anschauen. Ich denke, er wird auch bald einen Käufer finden. Ja, in dem Sinne, alles Gute zu unserem nächsten Film. Das ist morgen im 300 SL. Ja, bis dahin und ciao.